Willkommen zum Deutschblitz Podcast. Warum sind Deutsche im Urlaub plötzlich so anders? Hör rein und entdecke die Gründe. Montag, 9 Uhr im Büro. Bitte beachten Sie das Protokoll für das nächste Meeting. Samstag, 14 Uhr auf Mallorca. Helga, wir brauchen noch einen Eimer Sangria. Stell dir vor, du arbeitest seit 3 Jahren mit Herrn Dr. Müller zusammen. Herr Dr. Müller ist der Inbegriff der deutschen Seriosität. Er trägt immer ein perfekt gebügeltes Hemd, seine Excel-Tabellen haben Untertabellen für die Untertabellen und das Mutigste, was er jemals getan hat, war, am Casual Friday die Krawatte wegzulassen. Und dann triffst du ihn zufällig am Strand von Mallorca oder in den Bergen Südtirols. Er trägt Socken in Sandalen. Er hat eine knallrote Nase von der Sonne, er hält einen Plastikeimer mit einem riesigen Strohhalm in der Hand oder er trägt eine Wanderhose mit so vielen Taschen, dass man darin ein ganzes Büro einrichten könnte. Und das Verrückteste, er lacht, er ist laut, er ist glücklich, ohne Agenda. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deutschblitz Podcasts. Mein Name ist Lukas. Wir haben in dieser Serie schon viel über den Alltagsdeutschen gelernt. Pünktlich, regelbesessen, direkt und emotional kontrolliert. Aber heute besprechen wir die große Ausnahme, den Ausnahmezustand schlechthin. Die 30 Tage im Jahr, in denen die deutsche DNA eine Mutation durchläuft, den Urlaub. Warum verwandeln sich deutsche Ingenieure im Ausland in Handtuchkrieger? Warum brauchen wir im tiefsten Dschungel Thailands plötzlich ein Schnitzel mit Bratkartoffeln? Und warum ist der Urlaub für Deutsche die einzige Zeit, in der es okay ist, die Kontrolle zu verlieren? Oder zumindest so zu tun? Wir schauen uns heute die Metamorphose des deutschen Touristen an. Wir besprechen die seltsame Dualität zwischen dem Deutschen, der im Urlaub alles vergisst, und dem Deutschen, der seinen Kontrollwahn einfach mit in den Flieger nimmt. Pack die Badehose ein, wir fliegen los. Für viele Deutsche ist Urlaub nicht einfach nur eine Pause. Es ist eine heilige Institution. Kaum ein anderes Land hat so viele gesetzliche Urlaubstage wie Deutschland. Und weil wir Deutsche alles ernst nehmen, nehmen wir auch die Erholung sehr ernst. Dabei beobachten wir ein faszinierendes Phänomen: die Spaltung der deutschen Urlaubspersönlichkeit. Es gibt 2 Wege, wie ein Deutscher Urlaub macht. Weg 1: der totale Kontrollverlust. Das ist das Ballermann-Phänomen. Hier mutiert der disziplinierte Hans-Peter zum Partytier. Sobald er auf Mallorca landet, fallen alle Hemmungen. Die soziale Hierarchie wird komplett ignoriert. Der Oberstudienrat schunkelt mit dem Bauer weiter. Beide tragen T-Shirts mit Sprüchen, die sie zu Hause nicht einmal als Putzlappen benutzen würden. Ich habe mit Juan aus Spanien gesprochen, der in einem Hotel an der Costa Brava arbeitet. Er sagte mir: Lukas, es ist unglaublich. Im Winter kommen die Deutschen im Anzug, sind höflich, aber kühl. Im Sommer kommen sie wieder, haben einen Sonnenbrand und wollen mit mir über den FC Bayern München diskutieren, während sie ihren 4. Liter Sangria trinken. Ich erkenne sie kaum wieder. Diese Fähigkeit zur totalen Entgrenzung ist das Ventil für den Druck im Alltag. Weil wir 11 Monate im Jahr so extrem kontrolliert sind, müssen wir einen Monat im Jahr völlig ausrasten. Es ist eine Form der emotionalen Kompensation. Ein kontrollierter Ausbruch aus dem Korsett der Regeln. Dann gibt es aber den zweiten Weg. Der Deutsche, der seinen Kontrollwahn mit in den Urlaub nimmt. Und das führt uns zum berühmtesten Klischee der Welt, der legendären Reservierung von Liegestühlen. Es ist 5:45 Uhr morgens. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Der Hotelpool liegt friedlich im Halbdunkel. Doch plötzlich schleicht eine Gestalt über die Terrasse. In der Hand ein blau-weiß gestreiftes Frotteehandtuch. Zack! Mit einer Präzision, die jeden Scharfschützen vor Neid erblassen ließe, wird das Handtuch über die beste Liege in der ersten Reihe geworfen. Das Handtuch ist sein Stellvertreter.
Wenn dieses Handtuch sprechen könnte, würde es sagen: Ich bin hier im Auftrag der Bundesrepublik. Dieser Platz ist besetzt, bis zum Ende der Zeit. Mindestens bis 9:30. Der Deutsche geht danach wieder ins Bett und schläft bis 10 Uhr, aber die Liege ist besetzt. Es ist sein völkerrechtlicher Anspruch auf diesen Quadratmeter Kunststoff. Warum machen wir das? Ist es Bösartigkeit? Nein, es ist die Angst vor der Ineffizienz. Der Deutsche denkt, wenn ich um 9:30 an den Pool komme und alle Liegen sind weg, dann ist mein Erholungsprozess gefährdet. Mein Plan sieht vor, dass ich heute von 11 bis 13 Uhr Sonne tanke. Ohne Liege kein Plan, ohne Plan kein Urlaub. Das Handtuch ist also kein Zeichen von Egoismus, sondern ein Werkzeug der Risikominimierung. Wir sichern uns die Zukunft ab. Dass wir damit Engländer, Franzosen und Spanier in den Wahnsinn treiben, nehmen wir als Kollateralschaden hin. Wir haben schließlich für diesen Urlaub bezahlt. Kommen wir zur Mode. Der Deutsche im Urlaub ist sofort erkennbar. Und zwar nicht nur an der Hautfarbe, von vornehm blass zu gekochter Hummer innerhalb von 3 Stunden, sondern an der Kleidung. In Deutschland haben wir eine Obsession mit Funktionalität. Wenn wir in Italien durch die Altstadt spazieren, tragen wir Kleidung, mit der wir theoretisch sofort eine Expedition in die Antarktis starten könnten. Das Markenzeichen, die Zip-off-Hose. Diese geniale Erfindung, bei der man die Beine abzippen kann, falls die Temperatur plötzlich um 2 Grad steigt. Dazu Wanderschuhe der Kategorie B, auch wenn wir nur zum Eismacher gehen. Und natürlich der Rucksack mit integriertem Trinksystem. Für einen Italiener oder Franzosen ist Kleidung eine Frage der Ästhetik. Für einen Deutschen ist Kleidung eine Frage der Vorbereitung. Wir tragen Regenjacken bei 30 Grad im Schatten, weil die App gesagt hat, es könnte in 3 Stunden zu einem lokalen Schauer kommen. Wir bereiten uns auf Szenarien vor, die statistisch gesehen fast nie eintreten. Aber der Deutsche fühlt sich wohl. Er weiß, er ist bereit. Wenn jetzt plötzlich ein Vulkan ausbricht oder eine Sintflut kommt, er hat die richtige Membran in seiner Jacke. Er wird trocken bleiben, während alle anderen in ihren schicken Leinenhemden jämmerlich untergehen. Bevor wir weitermachen, warum Deutsche im Ausland plötzlich über fehlendes Vollkornbrot jammern und warum die Urlaubsplanung oft stressiger ist als der Urlaub selbst, ein kurzer, sehr deutscher Moment für dich. Direkt und effizient, wie es sich gehört. Gefällt dir das Video? Dann like es. Kleine Geste, großer Mehrwert für mich. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. So erreichen wir auch die anderen, die sich fragen, warum Socken in Sandalen plötzlich okay sind. Deine Entscheidung. Demokratisch, aber bitte pünktlich. Dankeschön. Und jetzt zurück zur großen Urlaubsseelenanalyse. Ein großes Paradoxon des deutschen Reisens ist das Essen. Wir Deutsche reisen in die entlegensten Winkel der Welt. Wir fliegen 12 Stunden nach Vietnam, wandern durch den Regenwald in Brasilien oder erkunden die Tempel in Indien. Wir wollen Kultur, wir wollen Abenteuer. Aber nach 3 Tagen passiert es. Der Deutsche bekommt Entzugserscheinungen. Er fängt an, von Vollkornbrot zu träumen. Er schaut sich wehmütig Fotos von Currywurst an. Und plötzlich ertappt er sich dabei, wie er in den Straßen von Bangkok nach einem Restaurant sucht, das deutsches Frühstück oder ein Schnitzel anbietet. Ich kenne eine Expat-Kollegin aus den USA, Sarah. Sie sagte mir: Lukas, ich war mit meinen deutschen Freunden in Italien. In Italien, das Land der besten Pizza. Aber am 4. Abend sagten sie: Wir brauchen mal wieder was Richtiges zwischen die Zähne. Kennst du hier irgendwo ein bürgerliches Gasthaus? Warum machen wir das? Es ist die Suche nach dem Heimathafen. Kulinarik ist für Deutsche Identität. Wir sind bereit, uns auf fremde Sprachen und Sitten einzulassen, aber unser Magen bleibt konservativ.
Er braucht die Sicherheit einer Kartoffel. Wenn der Magen stabil ist, kann der Geist das Abenteuer genießen. Hatten wir schon erwähnt, dass Deutsche den Urlaub planen, als wäre es eine Militäroperation? Oh ja, denn merkt ihr diesen Satz. Der Deutsche macht keinen Urlaub. Er optimiert ihn. Ich übertreibe natürlich, aber auch nicht wirklich. Für einen Deutschen ist ein ungeplanter Tag im Urlaub eine verlorene Chance. Wir haben Listen, wir haben Apps, wir haben Reiseführer, in denen wir wichtige Passagen mit Textmarker markiert haben. Ein typischer Dialog beim deutschen Urlaubsfrühstück: So, heute haben wir ein straffes Programm. Um 9 Uhr Besichtigung der Kirche, um 11:30 Uhr die Bootsfahrt, dann schnelles Mittagessen, Tisch 4 hat Schatten und um 14 Uhr müssen wir beim Museum sein, sonst verfällt unser Zeitfenster. Und am Ende des Tages sagen wir mit Stolz, wir haben den Urlaub geschafft. Wir nennen das Urlaub, der Rest der Welt nennt das Stress. Aber für den Deutschen ist das Sicherheit. Wir haben Angst, etwas zu verpassen. Wir waren effizient bei der Erholung. Wenn wir am Ende des Tages 20.000 Schritte auf der Uhr haben und 15 Sehenswürdigkeiten abgehakt sind, dann sinken wir erschöpft, aber zufrieden ins Bett. In Ländern wie Griechenland oder Thailand schauen die Menschen uns oft kopfschüttelnd zu, völlig entspannt. Sie denken, warum rennen sie so? Die Antwort ist einfach, weil Sitzen und Gucken nicht im Zeitplan steht. Ich muss ehrlich sein, ich habe mich selbst einmal dabei ertappt. Ich war in einem kleinen Dorf auf einer griechischen Insel. Es gab keinen festen Busfahrplan. Der Bus kam einfach, wenn der Fahrer fertig mit seinem Kaffee war. Nach 15 Minuten Warten wurde ich nervös. Nach 20 Minuten fing ich an, die Einheimischen zu fragen, wann kommt der Bus exakt? Sie lachten nur und sagten, er kommt. Da wurde mir der kulturelle Unterschied schlagartig klar. Während der Spanier oder Grieche sagt, Mañana, sagt der Deutsche, morgen? Um wie viel Uhr genau? Ich stand da, in meiner Funktionsjacke, mit meiner perfekt gepackten Tasche und fühlte mich völlig hilflos. Mein ganzes System brach zusammen, nur weil ein Bus keine feste Uhrzeit hatte. In diesem Moment merkte ich kann den deutschen Ingenieur in mir nicht einfach am Flughafen abgeben. Er reist immer mit. Er will immer wissen, wann was passiert. Warum brauchen wir diesen krassen Kontrast? Warum verwandelt sich Herr Dr. Müller in ein neonfarbenes Partytier? Soziologisch gesehen ist Deutschland eine Gesellschaft mit extrem hoher Struktur. Wir definieren uns über unsere Leistung und unsere Funktion. Aber Struktur ist anstrengend. Sie kostet psychische Kraft. In Kulturen mit viel Struktur entsteht paradoxerweise ein stärkerer Wunsch nach Kontrollverlust. Der Urlaub ist in Deutschland der einzige gesellschaftlich legitimierte Kontrollverlust. Es ist der einzige Raum, in dem es okay ist, die Maske fallen zu lassen. Da ist es okay, wenn das Hemd zerknittert ist. Da ist es okay, wenn wir uns albern benehmen. In gewisser Weise ist der deutsche Tourist im Ausland eine kleine Rebellion gegen das eigene System. Er flieht nicht vor seinem Land, er flieht vor seinem eigenen Perfektionismus. Vielleicht ist das der Grund, warum wir im Urlaub oft so laut sind. Wir rufen der Welt zu, schau her, ich bin nicht nur eine Steuernummer, ich bin Jürgen und ich kann tanzen. Leider tanzt Jürgen meistens so, wie er seine Autos baut. Funktional, sicher, aber ohne jeglichen Rhythmus. Aber egal. Hauptsache, der Plan stimmt. Was lernen wir daraus? Vielleicht zeigt sich im Urlaub nicht eine andere Version von uns. Vielleicht zeigt sich dort nur der Teil, den wir uns im Alltag schlichtweg nicht erlauben. Der deutsche Tourist ist eine Mischung aus Abenteurer und Kleingärtner. Er will die Welt sehen, aber dabei sein gewohntes Brot essen. Er will Freiheit, aber er reserviert sie mit einem Handtuch.
Ja, wir sind manchmal peinlich. Aber hinter all dem steckt ein Volk, das einfach nur versucht, alles richtig zu machen. Sogar das Nichtstun. Wenn du also das nächste Mal einen Deutschen im Urlaub triffst, hab ein bisschen Mitleid. Er hat wahrscheinlich gerade 3 Monate Planung hinter sich. Er ist froh, dass seine Sipp auf Hose passt. Und wenn er dir eine Umarmung anbietet, nimm sie an. Es ist vielleicht seine einzige Chance im Jahr, sie zu zeigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest heute ein wenig Spaß bei unserer Reise durch die Welt des deutschen Tourismus. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir brauchen deine Unterstützung, um die faszinierenden Geheimnisse der deutschen Kultur zu lüften. Schreib mir in die Kommentare, was ist das typisch Deutsche, das du jemals im Urlaub gesehen hast? Hattest du auch schon mal einen Handtuchkrieg? Und morgen sitzt Herr Dr. Müller wieder im Büro. Mit Hemd, mit Excel, mit seinem Titel. Und wehe, du vergisst den Titel. Warum legen Deutsche so extrem viel Wert auf Diplome, Urkunden und Berufsbezeichnungen? Warum ist man ohne Titel in manchen Kreisen unsichtbar? Das Thema beim nächsten Mal: Meister, Doktor, Professor Dr. Honoris Causa. Warum Deutsche so sehr an Titel und Qualifikationen glauben. Wir schauen uns an, warum der Stolz der Nation nicht im Geldbeutel liegt, sondern eingerahmt an der Wand hängt. Sei dabei. Ich werde da sein, als dein staatlich geprüfter Podcaster. Mach's gut, genieße deinen Urlaub, falls du gerade einen hast, und vergiss die Socken nicht. Man weiß nie, wann man sie braucht. Tschüss. Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert für mehr.